Wenn ihr dort hinten mit mir durchseht, dann erblickt ihr vielleicht Rita. Ich weiß nicht, was sie dort unter dem Tisch macht. Das ist sehr verdächtig, das werden wir dann gleich kontrollieren. Aber zuerst widmen wir uns was Wichtigerem, und zwar unserer U-Bahn. Vielen herzlichen Dank nochmal für die zahlreichen Kommentare, liebe Freunde. Das ist echt der absolute Wahnsinn, was ihr uns da an Proviant und neuen Ideen für unser Projekt schickt, zukommen lässt und so weiter. Ich habe jetzt heute mal, und besser gesagt auch gestern, ein wenig weitergebaut. So viel Steine, wie wir jetzt mal hatten. Ich habe euch ja schon, glaube ich, im letzten Video gesagt, dass wir momentan zu wenig dieser dunkelgrauen, dark bluish gray Plates haben, dass wir diesen Bordstein hier auf der Seite nicht mehr bedecken können, aber das ist kein Problem, die sind schon bestellt und ihr habt uns jede Menge coole Ideen geschickt, die wir hier noch irgendwie verwirklichen werden oder jedenfalls versuchen. Das heißt, bis hier ist jetzt mal eine Basis, da seht ihr dann auch, wie viele Steine hier eigentlich reingehen, das ist einiges. Das sind die ganzen Plates und Steine, die irgendwo bei unseren Konvoluten mit dabei waren, und vielleicht habt ihr es ja im letzten Video zu U-Bahn gesehen, wir haben hier nur ein paar Kleinigkeiten erweitert jetzt an dieser Stelle. Rita und ich waren ja da ganz fleißig am Bauen. Wir haben hier diese kleine Basis, da wissen wir noch nicht, was wir mit dem Loch machen, aber sonst sieht das ganz cool aus. Dann haben wir hier so diverse Aufsteller, Computer, Konsole. Dann bauen wir vielleicht auch noch hier diverse Lampen ein. Ich habe jetzt hier mal mit so Technikzahnrädern herumexperimentiert, ob wir die vielleicht auch irgendwo noch einbauen werden. Hier liegt noch jede Menge Zeugs herum. Das ist, glaube ich, dasselbe wie vom letzten Mal. Was hat sich aber getan? Es ist dort hinten, vielleicht seht ihr es auch, wenn ihr nicht Rita anschaut, sondern in Richtung des Ortes, wo später mal der Untergrundbahnhof stehen soll. Dort hat sich einiges getan und dort gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Übrigens haben wir auch, und das blende ich euch jetzt ein, per E-Mail einen coolen Vorschlag bekommen, wie wir das U-Bahn-Netz in Zukunft ausbauen können. Und zwar haben wir da sogar einen Plan bekommen mit einer Erweiterung in Richtung des Hafens und so weiter. Das Bild blenden wir euch gerade ein. Wenn ihr es euch länger anschauen wollt, dann könnt ihr gerne auf Stopp drücken. Das würde uns freuen, wenn ihr uns da auch eure Meinung dazu kundtut. Jetzt werden wir aber zuerst mal unsere Linie 1 vom Stadtplatz bis zum Güterbahnhof fertigstellen und werden natürlich währenddessen schon ein bisschen daran denken, wie es denn hier so weitergehen wird. Hier haben wir zu Testzwecken jetzt noch den guten alten 12 Volt Zug und diesen Power Functions Zug hingestellt, denn der hat vorne so eine enorm lange Schnauze, dass der bei den Kurven immer ein bisschen problematisch ist, und der soll natürlich, wenn es geht, hier auch durchkommen. Ihr seht, auch hier habe ich schon für einen dieser Bordsteine, für einen dieser Gänge, die hier auf der Seite neben den Gleisen gebaut werden, ein bisschen was vorbereitet mit den 2x4ern, und die größte Veränderung seht ihr dann wahrscheinlich hier, meine lieben Freunde. Und zwar habe ich gestern eigentlich den ganzen Tag und auch heute hier den Bahnsteig aufgebaut, wie er jetzt mal in der ersten Form so aussehen sollte. Und zwar sieht das jetzt noch relativ lustig aus, weil hier alles in bunt ist. Keine Sorge, das wird aber natürlich noch gefliest. Also ich habe hier jetzt mal vor, dass wir uns im Grunde ausmachen, wo was hinkommt. Irgendwo wird vielleicht ein Lift oder eine Treppe kommen. Dann haben wir natürlich auch Säulen nach oben, Lampen und so weiter. Die werden direkt im Boden stehen und der Rest wird hier gefliest. Wir haben hier also, das ist mit der Kamera jetzt gar nicht so einfach zu filmen, einen relativ großen, auch ziemlich breiten Bahnsteig. Dann haben wir davor ein Gleis und dahinter ein Gleis, und dahinter haben wir einen noch breiteren Bahnsteig. Der geht sogar bis ganz hier hinten, das sieht man fast gar nicht, weil die Beleuchtung hier noch nicht so gut ist, aber das wird sich hoffentlich auch ändern. Und wir haben ja gesagt, wir wollen hier diesen Bahnsteig entlang dieses Fensters hier bauen. Das ist sich relativ schön ausgegangen. Ich habe jetzt mal genau bis dort vorne, wo der Klappbock reinkommt und auch natürlich dieser Eisenwinkel, bis dorthin habe ich jetzt mal den Bahnsteig gebaut. Da dann, wenn ihr weiter mit mir schaut, vorne sowieso die Kurve kommt, wo wir die Kehre machen, diese Umkehrschleife. Und auf dieser Seite habe ich ein bisschen herumexperimentiert, da hat mich Rita dann gestern schon verflucht,
weil das relativ lang gedauert hat und irgendwie nichts geworden ist. Ich bin schon gespannt, was sie macht. Sie steht schon die ganze Zeit dort drüben beim Zoo, aber sie denkt nach. Das ist sehr gut, wenn sie nachdenkt. Wir lieben Frauen, die denken. Dieser Bahnsteig hier ist natürlich durch die Weiche jetzt ein bisschen, na, ich will nicht sagen problematisch, aber doch eine kleine Herausforderung. Was ich jetzt hier gemacht habe, oder besser gesagt versucht habe, ist hier, dass dieser Bahnsteig so spitz zusammengeht, fast bis ganz nach vorne. Ich filme das mal von hier, vielleicht könnt ihr es hier ein bisschen besser sehen. Oh, das ist wirklich nicht so einfach zu filmen. So, jetzt seht ihr es, glaube ich. Und auf der anderen Seite, besser gesagt auf der hinteren Seite, geht der Bahnsteig auch so etwas, ja, in eine Kehre, in eine Kurve. Ich finde, das sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ich habe mir zuerst überlegt, ob wir den Bahnsteig nur bis hier machen sollten, und dann war da irgendwie so eine, ja, Lücke, die ja irgendwie nach nichts ausgesehen hat. Ich habe zuerst geglaubt, ich baue hier noch ein paar so, ja, kleine ein Werkzeugdepot hin oder so, aber das passt ja nicht wirklich auf einen U-Bahnhof. Das machen wir dann lieber hier auf der rechten Seite. Jetzt habe ich mal hier, so gut es eben ging mit den Steinen, die wir da gehabt haben, diesen Bahnsteig hier an beiden Seiten so schräg eingebaut. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wir haben hier ein paar Kanten. Das ist sich nämlich durch den Winkel, den dieser Bahnsteig hier macht, überhaupt nicht anders ausgegangen. Ich habe das hier mit, ich glaube, 20 verschiedenen solchen Wedge Plates, diesen gebogenen und abgeschrägten, versucht, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Jetzt habe ich ein paar gefunden, die sind zum Teil ein wenig vergilbt, zum Teil neues Grau, zum Teil altes Grau, aber das macht irgendwie nichts, finde ich, weil auf einem U-Bahnhof ist es halt zum Teil auch etwas älter schon und ja nicht ultramodern. Auf der anderen Seite seht ihr es genauso, da haben wir auch hier ein kleines Eck, aber ich finde, das stört jetzt im Großen und Ganzen gar nicht so. Hier hinten, also neben dieser blauen großen Platte, wird jetzt bis dort hinten noch alles fertig aufgebockt und dann natürlich auch mit Platten versehen. Das ist relativ viel Arbeit. Und kleiner Kommentar nur hier, danke für eure vielen Tipps und Vorschläge, wie hoch wir denn diesen Bahnhof bauen sollen. Wir sind froh, dass wir jetzt die Höhe so gelassen haben, wie wir ursprünglich vorgehabt haben. Wir haben ja überlegt, ob wir das ganze Areal um ein Loch hier nach oben versetzen. Dann hätte ich aber sehr wenig Platz zum Bauen gehabt und man würde auch nicht besonders gut, also noch schlechter als jetzt, hineinsehen. Was ist jetzt hier geplant? Ihr seht, wir haben jetzt, ich habe das mit verschiedenen Weiche umstellen. Also der Zug ist noch nicht ganz fahrbereit, aber wir haben ihn immer wieder nach vorne und nach hinten geschoben. Wir haben das hier jetzt mit verschiedenen Zügen probiert in Bezug auf die Höhe des Bahnsteigs. Das kommt natürlich darauf an, mit welchem Gerät, mit welcher Garnitur wir hier fahren werden. Auf diesen Bahnsteig kommt dann jetzt noch eine Platte an Fliesen. Das bedeutet also, wir sind dann etwa in dieser Höhe, was ich finde, dass sich das ganz gut ausgehen wird, dass die Leute fast ebenerdig einsteigen können. Es ist ein ganz kleiner Höhenunterschied, aber das macht eigentlich nichts. Der Zug hat überhaupt keine Türen, bei dem kann man es eher schlecht sagen, aber auch, wenn ich euch zeigen darf, der Traum eines jeden Zugliebhabers ist ja neben diesen 12-Volt-Bahnen, wie ich gehört habe, auch der Smaragd Express, und auch bei dem sieht das dann mit der Höhe eigentlich ganz gut aus und gefällt mir eigentlich auch. Der Bahnsteig in der Mitte ist sehr schmal, der ist nur genauso breit wie eine Schiene. Ich habe aber festgestellt, dass sich das perfekt ausgeht, also man kommt mit dem, wenn ich euch das zeigen darf, wenn der Zug hier dann einfährt, auf welches Bahngleis auch immer, der kommt hier wirklich perfekt um die Kurve. Obwohl das alles so eng ist, das geht sich haarscharf aus, und auch wenn er hier drinnen steht, der Zug braucht wirklich nicht mehr als 8 Noppen Breite insgesamt, also genauso breit wie der Bahnsteig ist, und kann dann auf diesem Gleis sogar von beiden Seiten be- und entladen werden. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus und ist auch ja im Großen und Ganzen der Realität entsprechend, denn wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr in eurer Stadt eine U-Bahn habt, wir haben ja gar keine hier. In Salzburg gibt es keine U-Bahn, noch nicht jedenfalls, sie wollen ja eine bauen. Dort sind die Bahnsteige ja auch eher tief, also geht es ziemlich weit runter und dafür eher schmal, damit hier der Abstand nicht so groß ist. Wir werden jetzt also hier auf diesem großen Bereich
einen schönen Bahnsteig bauen, das Ganze dann noch Fliesen mit Sitzmöglichkeiten, vielleicht mit einem kleinen Zeitungskiosk. Dann kommen hier Säulen rein, wie ich schon gesagt habe. Irgendwo vielleicht hier, weil ja hier der Bereich ist, den wir wahrscheinlich eher wenig nutzen können, werden wir vielleicht ein paar Varianten ausprobieren, ob wir hier eine Stufe bauen, die dann oben drüber geht und dann vielleicht auch hier mehr oder weniger durch die Holzplatte durch. Mein Ziel ist es ja, hier rauszukommen, entweder mit einem Lift oder mit einem Stiegenhaus, dass sich das dann genau ausgeht, dass es hier bis zum Gehsteig geht. Wir könnten auch, das habt ihr uns auch schon in den Kommentaren geschrieben, wenn wir irgendwann mal dort drüben einen Hauptbahnhof hinbauen, dort wo jetzt dieses Everyone is Awesome Set steht, könnten wir natürlich auch auf der anderen Seite hier vorne noch eine Stiege oder eine Rolltreppe raufbauen und dann hier so in etwa, wo jetzt das Wohnmobil steht vielleicht oder auch das Everyone is Awesome Set dann rauskommen. Das weiß ich noch nicht. Es ist auch ein sehr großes Projekt, welches wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird, bis es fertig ist. Ich habe so viele Steine und so viele Stunden hier schon herumgedoktert. Mehrere solcher Kisten, fast komplett ausgeräumt mit Steinen, weil ja da unten, ich kann euch dann gerne noch die Hinterseite zeigen, jede Menge Steine verbaut sind, damit das Ganze ja eine Höhe von 3 Bricks hat. Schauen wir zuerst aber noch hier weiter, wenn ihr hier mitkommt mit mir, haben wir hier dann relativ viel Platz. Ich habe mir gedacht, dass wir hier dann, ich weiß nicht, vielleicht so eine Art Einhausung machen, dass das so aussieht wie ein Tunnel einer U-Bahn, weiß ich aber noch nicht. Hier kommt auf jeden Fall eine Mauer, eine hohe. Und ich habe ja komplett vergessen zu sagen, auf dem hinteren Bahnsteig, der ist ja noch breiter als der vordere, möchte ich so in der Tiefe, ich weiß nicht, 4 oder vielleicht 5 Bricks, vielleicht kleine Verkaufsstände hinbauen, dass auch noch ein kleines Restaurant oder wie ich schon gesagt habe, ein Blumenhändler oder sowas dann hinten, das würde sich hinten anbieten und dann nämlich etwas höher vom architektonischen Stil her, damit man dann hinten nicht mehr durchschauen kann, damit hinten dann mehr oder weniger eine Wand hinkommt. Also da auch bitte um eure Kommentare und bitte um eure Vorschläge, was da hinkommt, vielleicht auch ein Ticketverkauf oder solche Sachen natürlich würden sich dort sehr gut anbieten. Wir haben uns mehrere U-Bahn-Projekte angesehen. Es gibt ja von Bob Brickman über Stein auf Stein, alles Mögliche, um nur die Großen zu nennen, die eine tolle U-Bahn haben. Die haben das alle wirklich, wirklich toll gemacht und wir werden das auch irgendwie nicht zu kopieren versuchen, aber wir werden uns davon inspirieren lassen. Hier auf der rechten Seite haben wir allerdings jetzt Folgendes. Wir haben hier sehr viel Platz. Hier sind noch die Stromabnehmer dieses 9-Volt-Zugs und der Prellbock, den brauchen wir jetzt nicht. Also hier haben wir einerseits eine neue Mauer mit einem Baustil, den ich selbst noch nie gemacht habe, und zwar eine Rundung, abwechselnd einmal zweier Mauersteine und diese runden Bricks, die hier zur Formgebung beigetragen haben, dass das hier so eine Rundung ist. Hier vorne haben wir ziemlich viel Platz, ich habe mir zuerst gedacht, da ist irgendwie das Technikerhaus oder sowas dort, wo diese schwarzen 2x4er Bricks sind. Da werde ich noch mir irgendwas einfallen lassen, was cool aussieht auf jeden Fall, denn das ist ja auf jeden Fall auch der Bereich, wenn man in unsere Lego-Stadt reinkommt, dann sieht man ja relativ schnell mal hier herunter. Und das soll dann auch ganz cool aussehen. Warum ist hier diese Mauer? Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir hier, oder ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe, letztes Mal ist auf jeden Fall hier eine Weiche gelegen, die habe ich jetzt fix eingebaut. Es ist hier ein bisschen weiter vorne, wo unser Layout ja so eine S-Kurve macht. Und hier haben wir auch hinter dieser Lok eine Weiche eingebaut, damit wir hier nach hinten, ob ihr es sehen könnt, noch mehr oder weniger eine zweite Linie andeuten können. Da wird dann auch ein Tunnel sein, der dann aber eben nirgendwo verschwindet. Also das wird wahrscheinlich nur angedeutet sein und dann hier natürlich schön verkleidet, dass alles sehr cool aussieht. Und auf dieser Seite habe ich das schon mehr oder weniger versucht zu machen. Wir haben hier auch eine Weiche mit einer Mauer davor, die wird noch ein bisschen höher gebaut und dann oben weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Mein Plan wäre natürlich, dass man hier nach oben überhaupt nicht mehr hineinsieht und dann seht ihr schon nach hinten, oder ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da es relativ dunkel ist. Wir haben jetzt hier dann hinter dem Bereich, wo diese Fressständchen und diese Ticketverkaufsbude hinkommt, haben wir dann 2 Gleise
Und zwar geht es dann nochmal auseinander, wie ihr seht, mit einer zusätzlichen Weiche und dann Geraden, die ich noch kaufen muss, die habe ich noch nicht. Das heißt, wir haben hier hinten jetzt mehr oder weniger auch unseren ersten Schattenbahnhof, wo zwei, wenn nicht sogar, wenn es kurze Züge sind, 4 komplette Zuggarnituren stehen können. Und es ist auch so, dass wir auf der drüberen Seite, das kann ich euch auch natürlich gern noch zeigen, oder wisst ihr was, das mache ich gleich und ich melde mich wieder. Rita hat gesagt, wir dürfen sie nicht filmen, weil sie irgendwas Geheimes macht. Wir sind sehr gespannt, was sie da demnächst mal zu präsentieren hat. Also wie ihr hier wahrscheinlich mehr schlecht als recht sehen könnt, gibt es hier also auf dieser Seite diese Umkehrschleife, wo wir ja diese Trixbrix R32 Schienen eingebaut haben, die sich genau auf dieser 60er Platte ausgehen im Kurvenradius. Also das ist wirklich perfekt. Und ich habe hier hinten, ich weiß nicht, ob die Kamera darauf fokussiert, noch eine zusätzliche Weiche eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt dann die Möglichkeit, dass wir hier hinten, wo dann die Mauer aufgebaut wird mit diesen Fressständen, 2 Gleise haben, die dann hinter einer Mauer verschwinden werden und dort können wir, wenn es gut geht, vielleicht sogar 4 Züge verstauen. Und ihr habt es uns ja auch schon geschrieben, wir brauchen irgendwo eine Rampe nach oben. Die werden wir entweder dort vorne bei dieser S-Kurve oder hinten am Weg zum Güterbahnhof realisieren. Dann können wir mit den Zügen sogar von oben nach unten fahren. Das werden wir uns ansehen. So würde ich das sagen, auf jeden Fall mal. Ihr könnt uns aber natürlich gerne eure Kommentare in die Kommentarfunktion hineinschreiben. So viel also dazu. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterbauen, denn ich möchte gerne noch hier hinten diese Plattform fertig aufbauen, damit wir mal das Fundament da haben und dann überlegen wir, was sich hier alles ausgeht und was wir hier im Untergrund alles noch bewerkstelligen können. So sieht es aus bei uns. Bald wird hier die U-Bahn fahren, das kann ich euch garantieren, oder ich hoffe zumindest, es garantieren zu können. Es gehen jede Menge Steine weiter. Wir haben hier schon gut gebraucht von diesen einmal 2 Mauersteinen. Auch die anderen Steine gehen weg wie warme Semmeln. Unglaublich bei diesem U-Bahn-Projekt, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei einem neuen Update. Bis demnächst und tschüss!